Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein HP EliteBook und zwar ein 650G10 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellbezeichnung finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite und zwar hier unten. Und ja, mit dieser Modellbezeichnung findet ihr eben super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Modell bei uns im Shop. Allgemein lässt sich zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Dafür muss man nämlich nur den Frontrahmen abnehmen. Die Schiene hier vorne ist übrigens am Frontrahmen selber mit dran und ja, kommt dann so eben relativ einfach an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad könnte man hingegen auch einzeln tauschen. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst alle Schrauben lösen bzw. lockern. Hier ist es nämlich so, dass die 3 oberen Schrauben tatsächlich im Gehäuse bleiben. Die werden also wirklich nur gelockert, während die beiden hier unten komplett rauskommen. Und unter den Gummischienen sind hier auch keine Schrauben. Und das sind auch ganz normale Kreuzschrauben. Das heißt, ich benutze hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Und ja, da ist alles drin, was man so braucht. Pinzetten, Öffner, ein Schraubendreherset mit allen erdenklichen Aufsätzen, die ich mir jetzt hier schon mal zurechtgelegt habe. Und ja, in dem Fall kann man da jetzt ein PH0 als Aufsatz nehmen. Und den kann man dann auch für alle Arbeiten im Gerät verwenden. Wenn man dann alle Schrauben gelockert bzw. rausgenommen hat, kann man die Unterseite vom Gerät trennen. Und da zeige ich euch mal ganz schnell. Da kann man nämlich hier, glaube ich, ganz gut die Verbindungslinie sehen. Und die läuft dann einmal hier außen herum. Und ich benutze jetzt einen der Öffner aus dem Werkzeugset dafür. Und dann versucht man im Grunde genommen eine Lücke zu schaffen zwischen Gerät und Unterseite. Ich probiere das meistens an der Rückseite. Genau hier. Da funktioniert das eigentlich immer ganz gut. Das kommt auch ein bisschen darauf an, wenn das Gerät noch nie geöffnet wurde, geht das meist ein bisschen schwerer. Und sollte das mal irgendwo nicht so gut gehen, dann sucht man sich einfach eine andere Stelle. Also je nach Gerät oder kann man auch probieren, jetzt hier vorne zum Beispiel eine Lücke zu schaffen und das hier nach oben zu hebeln. Und ja, also da gibt es auf jeden Fall irgendeine Stelle, wo man wirklich gut anfangen kann und dann einfach nicht mit Gewalt. Und dann arbeitet man sich mit Geduld einfach hier einmal um das Gerät. Das laute Knacken ist normal. Das ist einfach, wenn sich die Einraststellen lösen und meistens kann man dann schon mit den Fingern drunter fassen und das mit so ein bisschen Wippen und Wackeln dann einfach abnehmen. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. So, bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres an dem Gerät machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr bekommt. Und da sehen wir hier den Stecker und den kann man jetzt einfach hier rausziehen. Und ist so einfach auf der sicheren Seite. Gut, was wir hier noch sehen können ist, dass der RAM unter so einer kleinen Abdeckung ist. Da ist jetzt auch nur einer belegt. Wir sehen hier die SSD. Dieses Board hier drüben, das kann man übrigens auch einzeln tauschen. Wir sehen hier noch das WLAN-Modul. Hier ist auch in dem Fall ein LTE-Modul verbaut. Hier kann man noch die CMOS-Batterie sehen. Die ist jetzt hier einfach eingeklemmt und läuft hier zum Mainboard. Also auch da könnte man den Stecker einfach rausziehen.
Und eine weitere Besonderheit ist, dass man die Strombuchse, die Ladebuchse hier auch separat tauschen kann. Die ist in dem Fall jetzt eben hier unter dem Scharnier. Das heißt, wenn man das löst und das Scharnier nach oben klappt, dann läuft hier das Kabel genau zu diesem Stecker, den man nach hinten rausziehen kann. Also im Grunde genommen sehr nachhaltig, weil diese Strombuchse lässt sich auf die Art und Weise eben auch super einzeln tauschen. Und ja, dann sehen wir hier noch den Lüfter, der geht auch einzeln, zeige ich euch später. Und der Heatsink, der die CPU kühlt. Ja, und dann denke ich, können wir eigentlich schon mal den Akku ausbauen. Der wird jetzt hier von diesen Schrauben, die sind auch alle mit so einem Dreieck hier markiert, gehalten. Das heißt, die einfach rausnehmen. Ja, und wenn man die alle draußen hat, dann kann man den Akku einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und so gegebenenfalls eben auch tauschen. Direkt unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad und wie gesagt, das lässt sich auch einzeln tauschen. Und zwar muss man diese 4 Schrauben hier dafür rausnehmen. Das ist hier so ein bisschen unter dem Klebeband, genau, da sieht man sie. Und auch unter dem Kabel, das ist hier wirklich ganz gut draufgeklebt. Auch da ist nochmal eine Schraube. Und genau, und dann muss man dieses Kabel hier auf jeden Fall trennen. Das ist hier oben fest aufgeklebt, also kann man einfach abziehen. Und bei der Steckverbindung ist es hier so, also nicht einfach dran ziehen. Das ist ein Kippschalter, den klappt man erst auf. Und dann kann man das Kabel hier rausziehen. Und wie gesagt, das klebt jetzt hier drauf, das kann man dann aber einfach abziehen. Genau, und dann kann man das Touchpad rausnehmen und tauschen. Und hier unten übrigens diese kleine Schraube hier sehe ich gerade, die muss man auch rausnehmen. Die ist wirklich mini. Da wird man wahrscheinlich auch einen anderen Aufsatz brauchen, wahrscheinlich einen PH00 oder sowas in der Richtung, um die überhaupt rauszukriegen. Ja, und dann muss man vor allen Dingen beim Wiedereinbau schauen, dass man halt hier natürlich nicht vergisst, das Kabel auch wieder zu verbinden. Und da einfach nur schauen, dass das richtig drin sitzt. Die haben auch hier so eine Linie, die das in etwa anzeigt. Wenn das dann nicht mehr so fest da drauf klebt, geht das auch einfacher. Ja. So, genau, und dann wieder zuklappen. Und dann hat man das auch doch relativ schnell eigentlich erledigt. Ja, den RAM zu tauschen ist wie bei eigentlich wirklich allen Geräten super einfach. Der wird nämlich jeweils immer nur von diesen beiden silbernen Klammern hier gehalten. Und wenn man die ein bisschen zur Seite zieht, dann springt der einem ja fast schon entgegen. Und dann kann man den so eben austauschen oder nachrüsten. Der passt auch nur in eine Richtung rein, also so würde der gar nicht gehen. Und dann kommt der einfach wieder in den Slot bis ganz zum Anschlag, wird so ein bisschen nach unten gedrückt, bis die Klammern hier wieder einrasten. Und ja, die SSD genauso einfach, wird nur von einer Schraube hier gehalten. Ja, sobald man die dann eben draußen hat, gleiches Prinzip, kann man die SSD so eben einfach aus dem Slot ziehen und tauschen, nachrüsten, wie auch immer. Und auch hier das gleiche Prinzip wie beim RAM, geht nur in eine Richtung rein. Da einfach schauen, dass die wirklich bis ganz hinten drin sitzt. Dann merkt man das auch hier vorne, dass das wieder sich so ein bisschen drüber bewegt. Dann muss die einfach nur wieder verschraubt werden. Ja, und wie gesagt, auch der Lüfter lässt sich hier einzeln tauschen. Der wird von diesen 3 Schrauben hier gehalten und dann sehen wir hier noch das Kabel. Und das kann man jetzt in dem Fall nach hinten rausziehen. Da kann es eventuell geschickt sein, den zuerst loszuschrauben. Und eben auch das Kabel hier, das ist hier so ein bisschen in der Führung drin. Das muss man hier rausmachen. Oder ja, man kann das auch hier, gleiches Prinzip mit dem Kippstecker, aufklappen. Und dann könnte man das hier auch einfach tatsächlich rausziehen und hat das dann so viel einfacher. Und dann kann man den Lüfter, wenn die Schrauben raus sind, ja, eben einfach nach oben aus dem Gerät nehmen
kommt so auch besser an das Kabel hier ran. Und ja, also schon ziemlich einfach gemacht und super zu tauschen. Beim Wiederverbinden oder beim Wiedereinbau würde ich jetzt einfach nur, man weiß ja nicht, wie das geliefert wird, da kann man hier bei der Steckverbindung Kontakte sehen. Die sind auch wirklich nur auf einer Seite und die zeigen jetzt in dem Fall nach oben. Und ich würde auch tatsächlich immer zuerst den Lüfter wieder verbinden, allein schon, dass man es nicht vergisst am Ende. Das ist ärgerlich. Da muss man den ganzen Kladderadatsch wieder aufmachen. Ja, und dann muss man den nur wieder in Position legen und bei dem Kabel einfach schauen, dass das wirklich wieder in der Führung drin ist, dass das nicht irgendwelche Knicke bekommt, wenn man dann die Unterseite wieder drauf macht. Und natürlich auch schauen, dass das dann hier wieder richtig drin sitzt. Genau so, also wirklich bis zum Anschlag dann wieder zuklappen. Schauen, dass die Kabel hier richtig drunter liegen. Ja, und dann muss man den Lüfter eigentlich nur wieder verschrauben. Gut, den Akku einzubauen ist ja genauso einfach wie der Ausbau. Da kann man auch hier neben den eigentlichen Öffnungen für die Schrauben sind auch noch so kleine Hilfsöffnungen. Da gibt es nämlich so eine Positionierhilfe hier. Und wenn man den da dann drauflegt, dann hat er quasi automatisch schon die richtige Position. Da muss man sich also gar keine Gedanken machen. Dann wird der auch einfach wieder verschraubt. Und eben genauso wichtig wie bei Lüfter und bei allen anderen Sachen, wo man irgendwie ein Kabel trennt, nicht vergessen, den am Ende auch wieder zu verbinden. Und auch da schauen, dass der wirklich richtig drin steckt. In dem Fall hat es halt so einen kleinen Knack gegeben. Das zeigt dann also ganz gut an, dass der wieder bis zum Anschlag drin sitzt. Und ja, danach einfach nichts mehr machen. Und dann kann man die Unterseite wieder verbinden. Ja, und die kann man ja jetzt eben einfach gerade von oben drauflegen und dann auch wirklich kräftig nach unten hin wieder zudrücken. Das knackt und knirscht genauso laut wie beim Aufmachen. Und ich gehe dann am Ende auch einmal um das Gerät herum, so wie hier, und schaue, dass da eben wirklich keine Lücke mehr zu sehen ist, dass da echt alles ordentlich zu und eingerastet ist. Jetzt immer wieder so stellen. Und ja, dann einfach wieder alles verschrauben und so schnell hat man das hier erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.